Belästigung fängt dann an, wenn in einer Kommunikationssituation einer oder eine der Beteiligten sich beginnt, unwohl zu fühlen, wenn das nicht gemerkt wird und die Situation aufrecht bleibt. Belästigung ist etwas sehr Individuelles, passiert, die Grenzen sind unterschiedlich, da heißt es aufmerksam sein auf das Gegenüber. Im Kontext von Studium und Arbeit ist es noch einmal eine schwierigere Situation, weil in manchen Orten kann ich den Ort verlassen, wenn ich mich belästigt fühle. Das ist in der Arbeit oder im Hörsaal schwieriger, weil mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch Nachteile für mich erwachsen würden. Also da heißt es, besondere Aufmerksamkeit zu pflegen. Sexuelle Belästigung beginnt dort, wo in Alltagssituationen sexualisierte Sprache, sexualisierte Handlungen auftreten, die nichts mit der Situation zu tun haben. Flirts am Arbeitsplatz oder im Studium, vor allem dann, wenn hierarchische Verhältnisse bestehen, wie zum Beispiel zwischen Lehrenden und Studierenden, wie zwischen Tutoren oder Tutorinnen und Studierenden und am Arbeitsplatz in den hierarchischen Ebenen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, ist es, Flirt grundsätzlich zu vermeiden, weil beim Zurückweisen des anderen sehr schnell einmal eine Befürchtung entstehen kann, dass Nachteile entstehen und die Befürchtungen sich leider oft bewahrheiten. Konflikte entstehen dann, wenn sich Menschen begegnen, die unterschiedliche Bedürfnislagen aufweisen. Das kann in der Regel verhandelt werden, das nennt man dann Konfliktlösung. Und diese Verhandlungen sind immer so lange gut und wichtig, solange keine Grenzen von anderen erreicht werden. Zur Belästigung wird es dann, wenn die Grenzen überschritten werden. Das heißt, wenn in der Verhandlung übersehen wird, dass der andere gar nicht mehr verhandeln will, dass er vielleicht sogar oder sie schon ein Stoppschild signalisiert hat und ich weitergehe und mein Bedürfnis über das Bedürfnis des anderen zu dominieren beginnt. Dort beginnt dann auch Belästigung. Das ist durchaus normal, dass Menschen in verschiedenen Situationen verschieden reagieren, verschiedene Grenzen zu bestimmten Situationen haben. Dem kann ich nur begegnen, indem ich sehr hohe Aufmerksamkeit den Menschen gegenüber aufbringe, weil es immer wahrnehmbar ist, ob jemandem etwas unangenehm ist, auch wenn diese Person gerade vielleicht nicht dazu imstande ist, es in Worten auszudrücken. So hat sie bestimmte Körperhaltungen, der Blick geht vielleicht tiefer, es gibt auch Körperreaktionen wie Schwitzen. Also wenn ich aufpasse, dann merke ich es und dann heißt es, das zu respektieren und akzeptieren.